Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gucken wir uns einmal die Schutzweste Standard der Bundeswehr an. Ein Westenmodell, was so ab 1999 bei der Bundeswehr eingeführt wurde, ziemlich lange benutzt wurde und jetzt so langsam aus der Truppe rausgeht, immer noch mal für Übungsszenarien oder sowas genutzt wird, aber durch das MOBAS-System auf jeden Fall weiträumig verdrängt wurde. Die Weste, wie wir sie hier haben, ist so der Nachfolger der Bristol K18 Schutzweste. Das war noch der Vorgänger im DPM-Tarnmuster, also in dem britischen Tarnmuster. Wir sehen auch noch ganz gut, rein optisch, wo diese Weste da noch Einflüsse gegeben hat. Ich sage mal gerade hier so Bereiche, die, wo die Weste mit dem vorderen Rückenteil verbunden wird. Das ist da noch sehr gut zu erkennen. Und ansonsten natürlich auch wieder wie bei der Bristol, damals halt zwei große Mehrzwecktaschen vorne dran. Hier haben wir jetzt eben drei dieser Mehrzwecktaschen. Natürlich glaube ich schon, dass der Primärgedanke da war, Magazine damit zu führen, aber eben auch von der Form her für andere Sachen nutzbar. Ich habe jetzt hier natürlich nur die Westenhülle, die ich euch zeigen kann, aber an sich würde die Weste da in so einem Bereich 13 bis 14 Kilo wiegen, wenn sie voll ausgestattet ist mit den weichballistischen Einlagen sowie den Schutzplatten. Wir sehen da die ersten Aufnahmen im KFOR-Einsatz, wo die Weste dann natürlich gleich eingesetzt wurde und eben aber auch im Einsatz in Afghanistan, wie denn hier es möglicherweise zu sehen wäre, eben im Wüstenflecktarn, wobei auch die normale 5FT, der 5FT-Tarndruck, der normale Flecktarn eben auch in der Weste in Afghanistan eingesetzt wurde. Dort eigentlich von fast jedem. Es gibt auch noch Bilder, wo Fallschirmjäger diese Weste tragen. Die sind ja primär standardmäßig ausgerüstet gewesen, auch mit dem Modell der Schutzweste Spezialkräfte. Hier denn noch gibt es ein paar schöne Bilder, wo dann auch die alte Multifunktionsweste, die alte KSK-Weste eben über dieser Weste getragen wird. Beim Design an sich geht es natürlich hier um den größtmöglichen Schutz des Soldaten. Damals natürlich auch noch diese Friedenseinsätze, wahrscheinlich so ein bisschen der Leitgedanke bei der Entwicklung, ist an sich natürlich eine sehr große, klobige Schutzweste. Ich selber habe sie nie aktiv getragen, weil ich eben das Modell SK hatte von Mela. Aber die Stimmen, die ich gehört habe zu dieser Weste von Leuten, die die wirklich aktiv nutzen mussten, war meistens eher nicht so positiv, gerade auch was die Taschen etc. anging. Das ist auch ein ganz gutes Stichwort, und zwar die Taschen. Es gibt einige Beispiele, die ich live gesehen habe. Es gibt auch ein paar mit Bildern, wo zum Beispiel auch Taschen abgetrennt wurden, diese Adapter abgetrennt wurden, eben alles, was man nicht brauchte, um die Schutzweste möglichst slick zu bekommen, also möglichst glatt, auch die Rückentasche entfernt etc. Also auch da haben sich einige Leute Gedanken gemacht und ein bisschen modifiziert, um sich diese Weste eben mal ein bisschen besser anpassen zu können. Auch hier erkennen wir etwas wieder, und zwar die guten alten Adapter, die hier oben angebracht sind und nochmal unten an der Seite, um eben nochmal mit Koppeltaschen zu ergänzen. Auch das wurde gemacht, sieht man nicht ganz so häufig, aber auch da gibt es die ein oder andere Referenz dazu, dass hier unten nochmal eine zusätzliche Magazintasche angebracht wurde. Oder eben hier, wofür sie auch da war, die Funkgerätetasche fürs SEM 52 zum Beispiel. In den späteren Versionen, diese Version hier ist jetzt von 2004, bei den späteren Produktionen hat man irgendwann hier oben bei diesem KTS-Adapter komplett durchgenäht. Bei den Versionen hier oder bei den früheren Versionen, gerade auch bei der hier, ist hier oben noch so ein kleines Loch gelassen worden, um da eben den Handapparat vom SEM 52, vom SEM 70 einhängen zu können. Besonders spannend finde ich auf jeden Fall diese Riemen. Da haben wir auch noch mal zwei Stück hinten. Und die sind dafür da, um eben die Lochkoppel mit der Schutzweste zu verbinden. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. So, dann kommen wir mal zum heißesten Feature dieser Weste. Und zwar, dass ich die Lochkoppel, also den Hüftgurt, hier befestigen kann und ebenso meinen Hüftgurt samt Taschen mit der Schutzweste Standard verbinden kann. Das ist ein bisschen fummelig. Ich glaube, da macht es auch Sinn, wenn man, also hier sind jetzt ja nicht mal die Einlagen etc. drin, wenn man einen von den längeren Hüftgurten hat, um den eben so in dieser Kombination tragen zu können. Also es ist auch natürlich gedacht, dass man die Koppel normal drüber ziehen kann, muss man halt auch wollen.
Aber so kann man natürlich das Ganze auch eben einfach vorne mal öffnen und die Weste eben trotzdem noch halbwegs gut ausziehen, ohne alles abbauen zu müssen. Ich habe das selber niemals gesehen, dass es irgendjemand gemacht hat. Falls da jemand persönliche Erfahrungen mit hat, wie gut es tatsächlich funktioniert, gerne mal in die Kommentare hauen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht sind das ja auch so Sachen, die vielleicht am Anfang auch im KFOR-Einsatz noch gemacht wurden, vor meiner Zeit. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Hier jetzt nochmal in der Rückansicht, auch hier die beiden Verschlüsse hier jetzt ein bisschen an der Mehrzwecktasche vorbeigeführt, also sitzt nicht so zu 100%. Das müsste man sich dann nochmal ganz genau einstellen. Aber so ist eben vorgesehen, dass man den Hüftgurt eben mit der Schutzweste Standard verbindet. Dann schauen wir uns die Weste einmal im Detail an. Wir beginnen einmal ganz oben, und zwar haben wir oben den Kragen mit den Splitterschutzeinlagen. Hier die Klettfläche um den Kragen, wenn man ihn hochstellt, zu sichern. So würde der dann natürlich auch oben stehen bleiben und eben den Halsbereich schützen. Direkt darunter haben wir hier Adapterplatten für die Koppeltrageausrüstung für das KTS-System. Bei den früheren Modellen, die gerade aus der Anfangszeit waren, war hier oben eine andere Vernähungsart. Das habe ich bei der Wüstentarn-Version, das blende ich hier nochmal ein. Da ist hier oben noch ein Schlitz drin, der ist hier nicht mehr. Und hier konnte dann der Hörer vom SEM 70, also der Handapparat, eingehakt werden. Ansonsten sind diese Aufnahmen hier gedacht, vordergründig auf jeden Fall für die Taschenlampentasche und aber eben auch für die Tasche für das SEM 52 zum Beispiel. Dann haben wir hier oben auch das Verbindungsstück, wo dann eben der Rückenteil mit dem Vorderteil verbunden wird. Und hier kann ich auch nochmal Einstellungen vornehmen, wie ich das von der Größe halt brauche, damit es gut auf mich oder auf meinen Körperbau abgestimmt ist. Hier drunter haben wir den Plastikschnellverschluss für den Unterleibschutz, den man dann dementsprechend runterklappen kann. Und der Unterleibschutz hat hier hinten auch nochmal einen Fastex-Verschluss, kann man danach festmachen, damit der nicht unten rumbaumelt. Genau. Dann haben wir oben die 3 aufgesetzten Taschen. Die sind natürlich gut geeignet, um Magazine mitzuführen. Passen 2 Magazine rein. Ansonsten kann man natürlich auch alles andere in der Größenform damit transportieren. Das ist natürlich nicht super festgeschrieben. Sind natürlich nicht die besten Magazintaschen der Welt aufgrund ihrer Verschlussart und den Aufbau. Hier haben wir noch diese spanischen Verschlüsse, hier auch mal verkehrt rum aufgebracht. Und dann ist hier oben im Deckel eine Öffnung. Und so kann ich dann die Tasche einstellen, ob ich die komplette Kapazität nutzen möchte der Tasche oder aber eben die Tasche komprimieren möchte für irgendwas Flacheres und sie eben so schließen möchte. Dann haben wir unten nochmal Gurtband mit Klett und hier kann dann die Tasche dementsprechend ganz aufgeklappt werden. Dann kann ich hier die Bänder einfach so lassen, aber ich kann hier natürlich auch ein bisschen die Größe anpassen, wenn die nur so auf sein soll, je nachdem, was ich transportiere und wie ich es transportieren will. Hier auch die Klappe, wir sehen das schon, wenn das Ganze dann geschlossen ist. Ja, hier denn die Magazintasche oder allgemein Tasche, Mehrzwecktasche, sagen wir mal dazu, wie auch immer. Auch aufgrund des Deckels etc. ist es natürlich jetzt keine Tasche, wo man super schnell Magazin rauskriegt. Aber gut, zur damaligen Zeit, da waren das noch die Friedensmissionen, da waren die noch nicht so designt, um damit super gut kämpfen zu können. Wenn die Doppelmagazine drin sind, verschwinden die auch tatsächlich komplett in der Tasche, weil die auch relativ hoch ist. Also da ist so ein schnelles Ziehen tatsächlich nicht so einfach. Wie gesagt, wir haben 3 Stück davon und hier auf dem mittleren haben wir nochmal eine Flauschfläche, um eben ein Dienstgradabzeichen anbringen zu können. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Und zwar haben wir hier den Klettstreifen, um den Unterleibschutz nochmal zu befestigen. Und hier hinter haben wir dann den Reißverschluss an sich, wo wir eben den Unterleibschutz abnehmen können. Und hier hinten sehen wir wieder eine Flauschfläche und
da kann dann eben hier das Ganze wieder fixiert werden. Und so haben wir halt jetzt den Unterleibschutz abgenommen. Der wird einfach oben geöffnet und dann können wir hier eben die Weichballistik und die Platte einführen. Die lege ich mal eben zur Seite. Dann haben wir da drüber diese beiden Steckschließen, wie vorhin schon mal angesprochen. Da wird dann die Koppel durchgeschlauft und ebenso befestigt. Hier an den Seiten haben wir wieder die Adapterplatten. Hier auch wie bei Referenzbildern zu sehen, immer mal Magazintaschen angebracht oder auch mal eine Feldflaschentasche. Dann haben wir hier im Inneren die Öffnung für die Weichballistik. Hier auch nochmal auf der Rückseite. Hier der Bauchgurt und hier eben die Klettfläche, um die Weste dann zu schließen. Und die Platte, hier ist so ein kleiner Punkt, ich weiß nicht, ob man den auf der Kamera sieht, aber hier ist eigentlich ein Plastikdruckknopf, wie man das auch von den Bundeswehr-Feldblusen etc. kennt. Und hier ist dann das Plattenfach und hier wird die vordere Platte eingeschoben. So, dann haben wir hier die Rückseite. Hier sind noch die Koppelhalteriemen, die zur Rückseite führen, wo die dann eben durchgeschlauft wird. Achso, hier haben wir den Plastikdruckknopf noch dran. Hier kann man es ganz gut sehen. Auch hier wieder wird dann die Platte eingelegt. Hier hinten haben wir die Mehrzwecktasche. Da kann man ja ganz unterschiedliche Dinge eben reinmachen. Ich habe mal gehört, dass da auch das SEM 70 reinpassen soll. Das habe ich selber nie ausprobiert. Vielleicht hat das jemand mal gemacht oder hat es gesehen. Der kann das gerne nochmal dazu schreiben, ob das tatsächlich passt. Ich war mir bei der Breite, als ich das hier jetzt nochmal gesehen habe, nicht mehr so sicher, ob das tatsächlich hinkommt. Könnte also von der Form her durchaus passen, aber ich habe das 70er nur noch im Kopf gehabt, wie das in dem Rucksack drin steckt, der da normalerweise bei ist, womit das transportiert wird. Dann habe ich mir gedacht, ob das so passen könnte. Aber vielleicht weiß es ja jemand. Hier auch wird die Tasche komprimiert mittels Klett. Und zwar einmal rundherum. Hier oben haben wir auch den Deckel, den wir dann wieder öffnen können. Hier im Inneren ist nichts. Aber hier kann ich dann alles Mögliche noch reinmachen. Ne? Also da passt auch nochmal ganz gut so ein EPA rein oder so, wenn man irgendwo unterwegs ist, um nochmal ein bisschen Nahrung mitzuführen und man den ganzen Karton mitnehmen möchte oder so. Oder eben auch nochmal irgendwas anderes. Wir haben hier noch Schlaufen angebracht, auch hier auf dem Deckel. Da kann man mittels der guten Bundeswehr-Zur- oder Packriemen nochmal was dran befestigen. Als Beispiel wurde da auch immer mal genannt, zum Beispiel den Nässeschutz mittels den Riemen festzumachen. Eben was man nochmal mitführen muss und schnellen Zugriff drauf haben möchte. Dann haben wir hier ja für schwerere Lasten oder so, irgendwas, was transportiert werden muss, auch nochmal zwei stabilere Riemen. Und die kann man dann hier nochmal in der Länge verschieden einstellen und können auch nochmal sowas am Rücken befestigen. Und das war es auch schon soweit zur Schutzweste Standard. Ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.